Guten Morgen, liebe Freunde des wunderbarsten Formats hier auf ganz YouTube, wenn es um Musik geht, Pro vs. Con. Ich, der vermeintliche Super-Top-Produzent, besser als Dieter Bohlen auf jeden Fall. Zwar noch nicht so viele Gold- und Platin und was weiß ich für Platten, aber das kommt ja alles noch. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit. Da hast du noch ein paar Jahre vor dir, ja. Ja, und meine Ohren verbessern sich ja auch, muss ich sagen, hier mit der Zeit, die ich gemeinsam mit euch hier verbringe vor dem Bildschirm, mit den Kopfhörern, die übrigens Referenzkopfhörer sind weltweit in allen Studios. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, sind unten in der Infobox verlinkt. Es ist kein Product Placement, es ist wirklich nur ein gut gemeinter Tipp und Rat, falls ihr mit euren Kopfhörern nicht zufrieden seid und euch noch nichts gewünscht habt für euren nächsten Geburtstag oder ähnliches. Analysiere hier die Sachen und lerne auch einiges dazu und vieles bestätigt sich halt auch. Ne? Klar habe ich immer Musik gehört, aber dann ist man doch eher in so einer Konsumentenrolle, die du jetzt heute hier übernimmst. Es ist aber nochmal ein Unterschied, wenn man sieht, okay, die machen das alle so und sogar in Korea, diese K-Pop-Welt, das war für mich nochmal wirklich augenöffnend und absolut Wissensstand bereichernd, das wollte ich sagen. Einfach diese Bestätigung und einige Kniffe da nochmal rauszuhören. Und das Geile bei der Musikproduktion ist ja eigentlich, das ist alles immer so ein offenes Geheimnis. Du musst ja eigentlich nur andere Songs hören und dich so richtig, richtig konzentrieren, wenn du die Musik hörst und versuchen, Dinge rauszuhören und dann einfach bei der eigenen Produktion dann auch mal versuchen. Mehr ist das nicht, ja. Aber dafür musst du halt auch erstmal offen sein, andere Songs zu hören, die du sonst vielleicht nicht gehört hast und die auch wirklich gezielt zu hören. Definitiv und vor allen Dingen je nachdem, in welche Richtung man dann eben produzieren muss oder möchte, weil ich mache auch Auftragsproduktion, das ist ja nicht nur für mich. Da wird übrigens auch einiges noch kommen in nächster Zeit. Da klingelt auch schon der Abo-Zähler hier mit den 45.793. Ich habe gehört, dass wir diesen Monat die 50.000 knacken werden. Liegt natürlich nur an euch, nicht mehr an uns, denn unsere Arbeit ist ja immer gut. Hoffe ich. Falls ja, lasst es gerne uns wissen mit einem Abo. Danke. Genau, ja, ansonsten, ja, man hört eben super Sachen raus und kann die dann selber in Produktion auch ausprobieren und das, was ich immer gerne bediene oder bedienen muss, auch teilweise, ist halt Mainstream, also die breite Masse soll das hören und wie gesagt, du sagst das ja auch mal gerne als Anhang, Mainstream ist für mich nichts Negatives, ganz und gar nicht. Ja, ich finde, das muss man immer dazu sagen, weil es gibt schon einige Leute, die das direkt so negativ auffassen, aber muss es ja gar nicht sein. Früher war das bei mir auch so, aber das ist schon lange nicht mehr so, weil man einfach sieht, dass es wirklich eine hohe Kunst ist, Mainstream-Musik zu machen. Es ist wirklich nicht einfach. Es scheint sehr einfach, aber es ist nicht einfach. Und genau das ist das, was es eigentlich so spannend und herausfordernd macht, dass es so simpel aussehen soll oder simpel klingen und zu hören sein soll, aber die Produktion ist gar nicht dann so einfach, weil es dann sehr schnell doch sehr abgedroschen, Baukastenprinzipmäßig dann irgendwie klingt und so. Das ist echt nicht so einfach, wie manche Leute da manchmal denken. So, nun zu Dana. Dana kennt ihr bestimmt schon, falls nicht, guckt gerne nochmal andere Videos. Dana ist auf jeden Fall hier, spielt sie die Rolle des Konsumenten, also deswegen Con. Und hat aber natürlich auch Erfahrung hier in Sachen Fashion vor allen Dingen, studierte Fashion, Mode und Design Management. Ja, du weißt es besser, du kannst es vielleicht auch besser. Ich verdrehe es jedes Mal nur. Aber auch war schon ganz richtig. Beautymäßig interessiert sie sich, seitdem sie, glaube ich, das erste Mal einen Pinsel irgendwo gefunden hat. Seitdem ich das erste Mal den Lippenstift von meiner Mutter geklaut habe. Wie alt warst du da? 4. Wow. Alles klar. Und das ist, glaube ich, auch schon eine gute Überleitung, dass wir jetzt zum Song kommen von einer Girl Group, die auf jeden Fall auch immer sehr, sehr hübsch und gut geschminkt unterwegs ist. Mamamoo mit Egoistik. Du hast die Nummer rausgepickt von den ganzen Wünschen, die wir hier die letzten Tage und Wochen hatten. Wir gehen jedem Wunsch nach. Wir sehen auch alles. Ihr müsst, also ich meine, es ist natürlich gut für die Videos, dass da viele Kommentare drunter sind, aber wir sehen sehr, sehr viele Kommentare. Auch vor allen Dingen, wenn ihr auf die Idee kommt, innerhalb von 5 Minuten genau denselben Kommentar unter 10 Videos zu schreiben, sehen wir das sowieso, also macht euch da nicht zu viel Arbeit, wir sehen das auf jeden Fall. Und das Problem ist manchmal, dass YouTube das dann als Spam sieht und dann sogar komplett rausnimmt. Also da müsst ihr auch aufpassen. Also es ist eher kontraproduktiv, wenn ihr es zu oft irgendwie dann wiederholt oder irgendwelche komischen Wörter drin benutzt und so. Der YouTube-Spam-Filter ist da schon gut unterwegs. So, wie kommen wir jetzt zur Musik?
Mamamoo, Egoistik. Egotistik steht da, wird das so geschrieben. Egotistik? Ich dachte, Egoistik heißt der Song. Ich dachte auch. Naja, wir werden sehen, was die Mädels singen. Wir haben ja schon Go Go Baby von denen abgecheckt. War so ein bisschen Latin inspiriert. Livin' la vida loca hast du direkt im Kopf immer. Und ein Member von Mamamoo ist ja Hwasa. Von der haben wir ja am Montag Twit abgecheckt. So eine was geile Nummer mega gewesen. geil war. Deswegen dachte ich, hören wir uns jetzt auch endlich mal einen weiteren Song von Mamamoo an, weil ihr auch gesagt habt, Go Go Baby war stimmlich nicht der Top-Song von denen. Und die sollen ja die Vocal Queens sein. Ja, also haben wir jetzt ja auch bei dem Vasa-Song auch nochmal gemerkt, das war schon echt krass. Also ich glaube, ich habe den nach dem Video noch 10-mal hintereinander gehört. Ich habe nicht genug bekommen. Ja, ich habe es die ganze Zeit hier rüberplärren gehört, aber es ist, es war halt auch, ist wirklich eine gute Nummer. Aber ich frage mich, warum das Egotistik heißt, aber das werden wir jetzt herausfinden. Steht's da außen? Schön Spanish Gitarre. Hat wieder so ein Latin Flavor, ne? Ja. 하지 그래 뭐 그게 참 당연한 듯이 어리석게 너에게만 맞춰왔던 게 날 괴롭히네 마지막까지 부를게 할 말이. Also erstmal ist klar, ne, eine akustische Gitarre, die hier spielt und die Harmonie vorgibt und die Snaps, den rhythmischen Part hier, also die Schnipser, und dann kommt erst die Kick dazu, viel langsamer, ja genau. Und dann kommt die Kick dann eben erst dazu und die Mädels hier direkt schon stimmig. Da war auch hier schon wieder so eine Harmoniestelle, wo die echt stimmig dann schon kurz geprahlt haben. Wirklich schönes Ding. Ja, wir hören einfach mal weiter. Ich bin immer so ein bisschen am Aufpassen. Ne? Ich muss immer gucken, wie lang kann ich das Ding durchlaufen lassen. Ich würde es natürlich am liebsten am Stück durchhören. Manchmal vergesse ich dann aber Sachen bis zum Ende, was ich eigentlich sagen wollte. Und vor allem, wenn die Songs so überkrass durchproduziert sind. Ja, da muss man so, einfach raus damit. Ja, so wie KDA die Woche. Aber wir haben halt natürlich auch mal Probleme mit dem Copyright-Management oder Copyright Claiming, Content, ID, YouTube und so weiter. Die sind immer so ein bisschen sehr schnell, sage ich mal, wenn das ein bisschen zu lange läuft. Deswegen gucken wir halt schon, dass wir immer unterbrechen. Es ist aber schon, muss ich sagen, viel, viel weniger geworden als ganz am Anfang. Da habe ich wirklich sehr oft unterbrochen, habe dann aber mich so langsam rausgetraut, sage ich mal, dass es länger läuft. Also ja, aber nur diejenigen, die mal neu dann auf den Kanal kommen, sind immer so irritiert. Warum pausierst du so oft? Content ID. That's it. Copyright. Warte mal. Was ist das? Dieses Dumm? Ist das die Kick oder das klingt so? Das übersteuert hier. Tatsächlich. Also hier ist dann mehrstimmig. Wir sind im Pre-Chorus vermeintlich. Also löst sich harmonisch wieder schön auf, dass da was Liegendes ist. Ein liegendes Instrument, ne? Und da ist es schon mehrstimmig gesungen, die Melodie. Also da sind wirklich Backing-Vocals noch sehr weit hinten im Mix. Aber dann stellenweise hört man das dann doch sehr weit vorne. Und es gibt eine Stelle, wo es tatsächlich komplett übersteuert. Bei dem also übersteuert tatsächlich in der Produktion. Also entweder war das schon in der Aufnahme oder dann später in der Bearbeitung. Weiß ich nicht, warum die das drin gelassen haben, weil es gibt Stellen, da macht das wirklich mal Sinn. Ab und zu mal übersteuern bedeutet eben, dass die Lautstärke in den roten Bereich geht und dann einfach das Signal zerstört wird. So grisselig, rauschen, so. Also nicht mal rauschen, also wirklich distorted, also wirklich verzerrt. Ja, also genau. Komplett verzerrt. Ja. Dass das so ein richtiges, ja, gibt es kein anderes Wort für. Also es ist wirklich verzerrt. Das ist,
Das ist wie wenn ihr zum Beispiel beim Handy ins Mikrofon sprecht und sehr nah dran seid und dann anfangt zu schreien, so ganz laut reinschreit und das dann abspielt, dann müsste das auch verzerrt klingen, weil ihr im Pegel, also in der Lautstärke zu laut seid und das Mikrofon das einfach nicht mehr kompensieren kann und dann übersteuert das einfach. Ja, man kann das in der Aufnahme, passiert das mal, ja, deswegen muss man da immer erst einpegeln, wenn jemand einsingt oder einspricht oder einrappt, muss man denjenigen erstmal so in seiner Stimmlage, in seiner Volumenlage vor allen Dingen erstmal einsingen lassen und dann pegelt man alles in der Signalkette, die Lautstärken nämlich ein. Das ist dieses berühmte Einpegeln, bevor man aufnimmt. Da braucht man immer kurz einen Augenblick, dass man sieht, dass man in einem guten Pegelbereich ist, dass es so ein bisschen gut Luft nach oben ist, aber man darf auch nicht zu leise aufnehmen, weil wenn man zu leise aufnimmt, dann rauscht es zu sehr. Also es ist wirklich ein Rauschen dann. Dann hat man so ein von den ganzen Geräten zwischendrin, also vom Mikrofon selber, je nachdem welches Mikrofon man benutzt, Mikrofone rauschen selber nämlich, die haben so ein Eigenrauschen. Gerade wenn man ältere Modelle nimmt, die nimmt man gerne, wie zum Beispiel so ein altes Neumann U87. Ich habe hier über deinem Kopf auch eins stehen. Das ist so ein alter Klassiker. Ich habe davon aber die Genau, die Anniversary Edition, also das ist schon eine Neuauflage. Aber die ganz alten Klassiker, ich glaube, die sind 60er, 70er oder sowas, wo man sieht, wie die mal so... Das ist genau, es sieht genauso aus. Also man sieht von außen, wird man nicht sehen. Es sieht 1:1 genauso aus, das Mikrofon. Nur also die haben auch die Kapseln und so alles gleich gebaut und so. Die sollen einfach nur vom Charakter her einfach nochmal ein bisschen wärmer vielleicht sein. Aber die haben eben ein Eigenrauschen, darum geht's. Und dieses Eigenrauschen bewirkt aber auch einen besonderen Sound, einen besonderen Klang in der Aufnahme der Stimme oder der Instrumente. Man benutzt das auch für Instrumente. Gerne mal oder einfach als Raummikrofon und eben wenn man zu leise aufnimmt, ist dieses Rauschen vielleicht dann zu dominant im Gegensatz zur aufgenommenen Stimme oder zum Signal, egal eben ob es Gesang ist oder ob es ein Instrument ist. Deswegen muss man da immer einen guten Pegel finden. Und wenn man da zu laut wird und man kein Headroom mehr hat, also Luft nach oben und der Sänger dann irgendwie plötzlich sehr laut wird, weil er eben irgendwas sehr Kraftvolles singen möchte, kann es da eben auch mal übersteuern. Wenn es jetzt aber eine Stelle ist, die sehr emotional ist und er es dann besonders gut an der Stelle auch gesungen hat, dann lässt man das auch gerne drin, weil man denkt, okay, das spiegelt genau das wider. Wir können das drin lassen. Das macht irgendwie Sinn. Aber hier bei einer so durchproduzierten, hochglänzenden Popproduktion so ein bisschen random an dieser Stelle passt das, finde ich, nicht. Und ich weiß nicht, ob es wegen der Aufnahme war oder ob das wegen in der Post-Production passiert ist. Was ist das, die Kick? Die klingt so groß und so voll. Ja, also es wird wahrscheinlich keine reine Kick gewesen sein. Es kann eine Kick sein, aber dann eher so eine akustische Kick. Also klassisch, wie man sie von einem Schlagzeug kennt. Das ist einfach eine sehr große Trommel, wo auch mit einem Schlägel eigentlich gegengetreten wird, aber mit dem Fuß eben, da ist ja auch so ein Kopf dann drauf. Es kann aber auch eine große Pauke gewesen sein, weil die hier sowieso sehr percussionmäßig arbeiten, also einige Perkussionsinstrumente benutzt werden. Da gibt es auch sehr große Trommeln, ob das jetzt so ein Djembe ist oder irgend so eine African-Trommel, irgendwie sowas. Da gibt es einiges. Da gibt es sehr, sehr viel, was man da benutzen kann. Vieles vor allen Dingen eben so aus dem afrikanischen Bereich, weil die percussionmäßig da immer sehr, sehr schöne Sachen am Start haben. Und was dann auch also der Ursprung ist aus Afrika größtenteils, aber das ist international übergeschwappt überall hin und natürlich auch nach Spanien, wo die sich ja hier so ein bisschen orientiert haben vom Sound her. Voll. Mit K-Pop-Einflüssen. Cool.
Geil, hier so einen richtig ruhigen Part so rein zum Ballern, wo echt nichts ist, außer ihrer Stimme und so ein... Das war die Akustikgitarre, ne? Ja. Spielt immer nur einen Ton. Und nun dieses... Da singen bestimmt alle Mädels in mehreren Tönen, Melodien hier. Ja, bestimmt 3 oder 4-stimmig. Hier auch. Hier auch. Hier. Also da wir genremäßig überall ein bisschen was mitgenommen. Ey, wirklich hübsche Mädels, muss man einfach nochmal zwischendrin sagen. Die Outfits sind so cool. Ja, gefällt mir echt sehr gut, muss ich sagen. Auch hier, gerade wie sie hier positioniert ist oder angezogen ist, wirklich hübsche Mädels, muss man echt sagen. Aber genre-technisch auch einiges abgeholt, gerade mit diesem so ein Reggae-Flavor, weil es so offbeat, die Chords der Gitarre dann kommen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das ist dein Resting Bitch Face, was du meintest, ne? Ja, aber ich habe auch gesehen, mir hat auch jemand zugestimmt und wusste genau, was ich meine. Ja, aber das kann man, also ich finde, das kann man auch nicht falsch feststellen. Die bringt genau die Attitude halt rüber. So kleine sexy Anspielungen, wo ich nicht weiß, ob ich lieber weggucken müsste oder sollte. Cocaine. Aber das ist ja, man ist das ja aus K-Pop-Kreisen eher, da sind ja eher dezent dann meistens unterwegs. Also das ist man ja gar nicht so krass gewohnt. Das ist so viel. Meistens schon, aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich, haben wir auch schon einiges gesehen, wo die schon so gut rauskommen. Was ist diese Handbewegung? Okay. Oha. Da war das mit der Übersteuerung auch ganz kurz wieder, aber nicht so krass wie beim ersten Mal. Schönes Bild, ne? Jetzt hier am Ende noch E-Gitarre rein. Geil. Oh. Cool. Ja, sehr, sehr selbstbewusste Ansage hier. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Schön, sehr schöne Nummer, muss man sagen. Also, gut, ich verstehe so einige Kriegskommentare zwischen Girl Group Fans, zwischen Blackpink und Mamamoo. Kann ich jetzt immer mehr nachvollziehen, umso mehr ich von Mamamoo vor allen Dingen höre. Die sind halt alle sehr stark. Jeder hat immer was so für sich auch wieder, muss ich sagen. Aber vocaltechnisch war das jetzt... Das ist halt aber auch Studioaufnahmen, ne? Also man weiß, man muss dann live wahrscheinlich auch nochmal was von denen abchecken. Aber die Nummer, die wir von Vasa alleine hatten jetzt eben und diese Nummer... Die war heftig. Was die hier an Harmonien dann jedes Mal auspacken und die Adlibs, die hier im Hintergrund sehr krass waren.
die Einleitung hier in die Hook. Singt sie wahrscheinlich auch. Ne? Ich weiß ihren Namen leider nicht. Ich finde sie besonders hübsch, muss ich sagen, aber ich weiß ihren Namen nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Sie singt wahrscheinlich die Topline, also die Adlibs hier. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Sehr cool auf jeden Fall. Auch echt geil mit der E-Gitarre, die dann aufs linke Ohr vor allen Dingen kommt. Hört es, wie gesagt, immer mit den Kopfhörern. Dann checkt ihr sowas auch nochmal viel, viel besser, dass da am Ende nochmal eine E-Gitarre kommt. Das ist auch relativ klassisch in so Popliedern, muss man einfach sagen, weil die dann immer nochmal emotional nochmal zusätzlich auf das letzte Level immer schiebt. Fand ich schon damals bei Michael Jackson immer sehr geil. Der hat die auch immer super, super gerne benutzt, weil die einfach nochmal was richtig Geiles spielen kann. Gerade wenn die Hooks vocaltechnisch sich wiederholt, kommen ja dann noch die Adlibs vom Sänger, Sängerin oder eben, ne, das ist klar. Aber meistens hat man da ja 2 Wiederholungen der Hook und dann wird es vielleicht sonst langweilig und dann kann man eben noch so eine geile E-Gitarre reinballern, die dann nochmal eine eigene Line da, in eine eigene Melodie vor allen Dingen auch spielt. Immer sehr, sehr geil. Mich erinnert so eine E-Gitarre, auch wenn die so hoch ist, genau diese Tonlage, sag ich jetzt mal, immer so an Santana? Ja, Carlos Santana, ja. Ja. Also die Popnummern halt auch so mit Rob Thomas oder so Smooth, da geht die auch so hoch. The Product of B&G. Ja. Maria. Ja, der hat das auf jeden Fall, irgendwie hat er sich da einen guten Namen mitgemacht. Viele denken dann immer an ihn, aber es gab natürlich viele vorher, die das schon gemacht haben. Und nachher, ich denke da direkt immer so dran. Ja, aber es ist auch genau in diesen Tönen oder Tonlagen ist das halt auch genau da, wo man spielen muss, einfach damit das sich in der Produktion auch nochmal überhaupt platzieren kann, weil alles andere ja sonst voll ist. Das Ding ist auch bei einer E-Gitarre, die greift gerade dann so, wenn man da irgendwie rumspielt, greift sie auch in den Frequenzen des Gesangs eigentlich einiges immer ab. Also man könnte auch den Gesang komplett weglassen und nur die E-Gitarre spielen und es würde einem nichts fehlen. Weil die Frequenz, eben die Frequenz genau da abgreift, wo auch der Gesang immer ist. Wenn man aber beides hat, muss man eben beim Mixing genau darauf achten, dass die Gitarre da, wo der Gesang dann ist, eben Platz macht. Also man muss da schon gucken, vielleicht mal so als kleiner Insider, dass die Gitarre sonst einfach sich da beißt, frequenztechnisch mit Stimmen. Auch sehr, sehr interessant. Deswegen platziert man die zum Beispiel auch nicht mittig im Stereo-Panning, sondern meistens auf irgendeine Seite. Okay. Nicht komplett, aber vielleicht irgendwie so... So großteils rechts. Ja, also so, ich sag mal zwischen 10 und 30%, so irgendwo platziert man die dann irgendwo da in dem Bereich, damit die auch nochmal, einfach nicht der Hauptstimme in der Mitte dann irgendwie Platz nimmt und auch nicht dem Backing Vocals, die im Hintergrund dann sind und meistens dann komplett rechts, links gemischt sind und so weiter. Weil sonst ist es irgendwann zu viel und cuttet dann weg und dann hört man die Stimme nicht und so. Ja, habt ihr verstanden. So. Sehr geile Nummer. Sehr, sehr geile Nummer. Ich muss auf jeden Fall auch gleich Mamamoo Outfits und Mamamoo Style googeln und vor allem auch Vasa. Die gefällt mir immer besser. Mir haben ja schon die Outfits bei ihrem Song so gut gefallen. Also wenn ihr so Instagram- oder Twitter-Pages habt mit Mamamoo-Outfits und Vasa-Outfits, dann schickt mir die bitte sofort. Ich muss es direkt abchecken. Ja, vielleicht können wir ja auch mal wieder so ein Video machen bei dir auf dem Kanal mit den Mamamoo-Mädels und da Outfits abchecken. Ja! Guck mal bei Nana auf dem Kanal vorbei. Sie hat auch ein paar Videos gemacht, auch unter anderem mit mir, wo wir dann eben Klamotten raten, wie viel die gekostet haben. Outfitpreise, das ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr überraschend teilweise, was die kosten und wie man sich verschätzen kann. Also, ansonsten hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Danach. Oh. Nein.
Dana versucht hier mein Cockpit zu kontrollieren. Das hatte ich schon eingeblendet. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist auf jeden Fall eben auch auf Instagram uns beiden zu folgen, damit da wir auch motiviert sind, noch mehr Content zu bringen. Wir zögern da immer so ein bisschen, aber ihr wisst Bescheid. Alles unten verlinkt. Dana auch und bis zum nächsten Video. Ansonsten schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag.